Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Diesmal sind meine Eltern ohne mich in Warschau unterwegs. Und ich mache Urlaub bei Oma und Opa. Viel Spaß mit dem Video. Wuhu! Hier steht noch ein kleines Überbleibsel von der Brücke, die damals das kleine und das große Ghetto voneinander getrennt hat. Weil da, wo wir die Ferienwohnung haben, da ist auch ein Eingang von dem Ghetto gewesen. Und man findet sowas hier in den Straßen, aber auch so kleine Schilder, wo noch was steht zu der Zeit. Ja, wenn man nicht hinguckt, dann denkt man, das ist eine ganz normale Stadt, aber ganz schön viel Geschichte hier. Wir sind hier am einem Ende der Straße, am Eingang hier. Genau. Ja. Da gab es auch eine Brücke und hier gab es auch eine Brücke, die die beiden Teile miteinander verbunden hat. Das kleine Ghetto und das große. Und dann sieht man hier, wie viele Straßenzüge das waren damals. Sag mal, Susi, du bist ja eine Deutsche, ne? Die einen sagen so, die anderen so. Wieso? Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du hier rumläufst? Ja, ne? Man kriegt schon ein schlechtes Gewissen hier so ein bisschen. Ja. Also man wird hier auch die ganze Zeit immer durchgehend dran erinnert. Ich weiß gar nicht, also die Polen, die müssen schon... Ich glaube, die haben nicht so ein gutes Bild von Deutschen. Zumindest von denen, die jetzt so älter als 80 sind oder so. Ja, Ja. aber es ist auch... Also ich habe auch das Gefühl, wir gucken uns gerade sehr, sehr viele Dinge an oder stoßen auf Dinge, die halt mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun haben. Und ich weiß, diese Stadt hat auch noch mehr zu bieten, aber jetzt ist auch gerade mal so der Moment, sich, keine Ahnung, mit der Geschichte zu beschäftigen. Ist ja auch nicht verkehrt. Ja, nein, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass Auch man wenn halt wir immer wieder nicht- zurückgeholt wird. Aber also ich muss auch sagen, das war jetzt bei mir auch nicht so dominant. Ne? Ich meine, man hat natürlich irgendwie so am Rande immer so ein bisschen was mitgekriegt, was die Nazis halt irgendwie so veranstaltet haben. Aber ich finde, hier wird es halt einfach, hier kriegt es nochmal das Sahnehäubchen. Ne? Und ich Also glaube, hier ist es halt nochmal... ich glaube, es macht auch Sinn, wenn man verstehen will, so ein bisschen die Mentalität der Menschen hier. Weil das sind ja nicht nur die Deutschen gewesen, also es waren ja auch die Russen und noch ein paar andere, die dieses Land irgendwie ständig belagert haben. Also seit wann ist das Genau. Land eigentlich richtig frei? Genau, als die Deutschen angegriffen haben, haben die Russen von der anderen Seite angegriffen. Also das ist... Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Ja, das ist schon hart. Ja. Also insofern nicht verwunderlich, dass wir solche Plätze hier überall finden und Erinnerungstafeln. Mal sehen, ob wir auch noch etwas aus der Neuzeit finden, was wir euch zeigen können. Ja, vielleicht eine Kugel Eis oder so was Leckeres. Ne? Naja. Ja, und dieses charmant in Grün und Glas gehaltene Gebäude ist das oberste Gericht von Polen. Und jetzt guckt euch mal die Tür an, ne? Das sieht so aus, als wenn man da auch gar nicht mehr wieder rauskommt. Obwohl, geht aber sofort auf, wenn ich da jetzt näher trete. Okay. Mann, ich habe mich voll erschrocken. Ich wollte mir nur die Tür näher angucken und dann plötzlich geht die auf. Ja. Ja. Aber wurden hier auch diese neuen Gesetze beschlossen, hier, die die Rechte der Frauen so einschränken? Ah, hier. Ja. Höchstwahrscheinlich, ne? Ja. Also Polen hat er ja ohnehin gerade so ein kleines Problemchen, ne?
Aber ja, das stimmt. Das wird hier wahrscheinlich passiert sein. Wahrscheinlich ging ursprünglich das Gebäude da hinten weiter und die haben dann gesagt, nee, pass auf, das reißen wir weg. Das brauchen wir nicht mehr, diese Rechte. Ja, die Rechte werden da ist die Rechtsabteilung, die machen wir einfach dicht. Da drüben waren Frauenrechte. Ja, da waren Frauenrechte, genau. Ihr fragt euch bestimmt, ob unsere Oberschenkel jetzt riesig groß sind, ne? Warum? Weil, ja, das als Meine nicht. doch als langjähriger und vertrauter Zuschauer unseres Kanals Richtung Himmelblau vermutet man ja, dass wir riesengroße Oberschenkel haben müssen, weil wir hier innerhalb von Warschau so flink unterwegs sind. Aber in Wirklichkeit nehmen wir uns die ganze Zeit immer so einen kleinen Roller und das ist auch easy peasy, ne? Denn das ist überall gleich. Also wenn du dich in Hamburg damit anmeldest, dann kannst du hier in Warschau auch mit rumfahren. Und das ist natürlich extrem gut, denn unser Wohnhaus, unsere Unterkunft, die ist von hier jetzt ca. 3 Kilometer weg. Und wir sind mal eben hier kurz hergebraust. Guck mal, Susi, jetzt werden dir ja fast 2 Wünsche auf einmal erfüllt, ne? Du hast jetzt ein Eis und du darfst dich gleich wie eine Prinzessin fühlen. Kaum ist Lotti nicht da, bin ich die Prinzessin. Ist doch klar, ne? So sieht's aus. Dabei bin ich die Königin. Mhm. So, komm, Versailles. Oh, das ist ja einfach. Kannst du noch mal Hände waschen? Jetzt habe ich nasse Finger. Und wie sieht es aus, wenn es nicht zerstört worden wäre? Wahrscheinlich hässlich. Ja, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Hier ist auf jeden Fall ordentlich was los, ne? Hier heißt es mitmachen, hier heißt es zusteigen, hier heißt es aussteigen, alles ist dabei. Hier könnt ihr was erleben, es ist unfassbar. Und zumindest, was ganz schön ist, es ist ein bisschen kühler geworden. Aber vor uns sehen wir auch, warum es kühler geworden ist. Denn da vorne zieht es auch ordentlich zu. Ach so, ich dachte, Und wenn wir- das Kino oder die Bar. Nee, und wenn wir Pech haben, dann fängt es gleich richtig an zu regnen hier. Da ist ja schon ein bisschen Angst vor, ne? Fahren wir nicht mit dem Roller weiter, wa? Aber ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall unfassbar spannend, hier lang zu laufen. Und ich kann mir das gar nicht, ich muss mir das nochmal ergoogeln. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das hier gelaufen sein soll. Wir hatten ja gesehen, dass den größten Teil dieser Stadt hier die Frauen wieder aufgebaut haben, weil es gar keine Männer mehr gab. Und jetzt frage ich mich, warum auf den ganzen Baustellen keine Frauen mehr sind.
Wo sind denn alle diese vielen Damen? Das kann ich dir erklären. Da kamen die Männer wieder und haben gesagt, so zurück an Herd. Ja? Ja, das war in Deutschland genauso. Oh Mann, ey, aber jetzt... Alles, was wir uns so erarbeitet hatten an Gleichberechtigung, ne? Ja, da lief dann einmal, zweimal, dreimal diese Waschmittelwerbung, Frauchen an der Waschmaschine zu Hause und dann war klar, wie der Hase läuft. Okay, aber es ist unfassbar. Die haben hier 70 Jahre Wiederaufbau gefeiert. Ja. Und alles war hier zerstört und alles ist wieder so aufgebaut worden, beziehungsweise nicht so wieder aufgebaut worden, sondern so, wie sie es sich am liebsten wieder aufgebaut haben. Also stellt euch vor, eure Stadt wird komplett dem Erdboden gleich gemacht und ihr habt die Möglichkeit, das neu aufzubauen. Wie würdet ihr das machen? So wie es vorher war oder vielleicht so wie es vorher war? Ja? Das ist so geil. Die haben sich ein altes Gemälde genommen. Ja, in diesem Fall ist es die Kirche von Karmelites von 1780 und haben gesagt, nö, wir bauen das jetzt so wieder auf. Ja, da kann man von Glück reden, dass man zu der Zeit sehr realistisch gezeichnet hat und nicht ein Pablo Picasso genommen wurde, weil das wäre auch interessant geworden, aber anders. Ich habe Marco gesagt, ich möchte gerne in den Muschi-Shop. Und ich habe gesagt, ja, Muschi-Show komme ich auf jeden Fall mit. Zeig ihm bitte, was es ist. Bitte Kopfkörski, Aufsetzki, Runski, den Runski, Knopfki, Drückki. Ah, du kannst Polnisch. Das ist total easy. Nicht schlecht. Ja, wir machen wieder ein bisschen Kultur. Und diesmal sind wir im Museum der polnischen Geschichte von Juden. Oder warte mal, der jüdischen Geschichte von Polen. Nee, warte mal. Der jüdischen Polen. Okay, wir erzählen mit euch Geschichte. hinterher, was ist denn der... Also es ist halt auf jeden Fall Geschichte mit Polen. Ja, also die jüdischen Polen. Genau, so. Und, ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben schon wieder freien Eintritt und wir haben lediglich 10 Zloty pro Audioguide bezahlt. Am Donnerstag ist der Eintritt hier immer frei. Ach ja, die Nummer mit den Religionen, die ist ja sowieso ziemlich verrückt. Stellt euch mal vor, da taucht plötzlich ein Typ auf, der heißt Abraham. Das war jetzt nicht so ein klassischer 9-to-5-Typ, sondern eher ein Querdenker. Also Abraham hatte da so eine Theorie, dass da draußen ein einziger allmächtiger Boss über das Universum herrscht. Und früher, da war das ja nun auch ein bisschen einfacher, Leute zu überzeugen. Und so begann er seine Idee mit Leuten zu teilen. Also die das hören wollten, aber vor allen Dingen auch mit denen, die das nicht hören wollten. Ja, damit war das Judentum geboren. Und dann, paar hundert Jahre später, tauchte da plötzlich so ein Typ auf. Der sprach viel von Liebe und Mitgefühl und der kritisierte vor allen Dingen wegen Korruption und dass sich doch da an dieser Religion viel verändern muss. Ja, das gefiel natürlich den etablierten Religionsführern nicht wirklich. Und ihr könnt's erahnen, der Typ war Jesus. Und wie wird man so einen Jesus wieder los? Ja, da kommen die Römer ins Spiel und der Typ wird einfach aus dem Weg gekreuzigt. Blöderweise hatte der Jesus zu dem Zeitpunkt aber auch schon ein paar Anhänger und die interpretierten seine Botschaft dann anders. Ja, das Resultat, das Christentum wurde geboren und die spalteten sich vom Judentum ab.
Kurz vor knapp. Ja, jetzt wird es immer eng, ne? Hinten raus wird es eng. Ich schmeiße das jetzt raus. Ja, also als kleine Empfehlung, jeder, der sich das hier angucken will, mehr als 3 Stunden braucht man. Und wir hatten den Audioguide und ich bin mit dem Audioguide ganz normal durchgelaufen. Also das ist so die normale Zeit, mit der man hier durch muss. Ja, 2 Stunden reichen nicht aus. Absolut nicht. Also 3 Stunden mindestens. Ja. Wie fandest du es denn? Sehr interessant. Also wirklich, man braucht einen Audioguide, glaube ich. Also das macht es auf jeden Fall viel interessanter, weil man viel mehr Hintergrundwissen kriegt. Die Räume sind jetzt nicht so multimedial ausgereift, dass man sagen würde, ohne Audioguides ist es spannend. Ach so, meinst du das? Ja, ich ja, wollte gerade sagen, die arbeiten eigentlich mit extrem vielen Mitteln, um das interessant zu machen. Also so viel Multimedia habe ich schon selten. Ja, aber du verstehst die Räume nicht, also man versteht die Inhalte nicht, wenn man den Audioguide nicht hat. Also deswegen Und der Audioguide kostet auch nur 10 Slotty, also nehmt den mit. Weißt du, was mir richtig gut gefallen hat? Erzähl. Bisher wusste ich eigentlich über das Judentum nur den Teil aus dem Zweiten Weltkrieg oder kurz davor. Aber das Museum hier setzt an vor 1000 Jahren. Ja. Also, wo sind die überhaupt hergekommen? Wie haben sie sich in Europa, wo haben sie sich da angesiedelt? Wie ging es denen dort? Wie ist das eigentlich überhaupt alles entstanden, dass man super spannend. dass die den schwarzen Peter die ganze Zeit zugeschoben bekommen haben? Ja, ne? warum eigentlich? Ja, das war ganz wird spannend. Das wird hier echt gut erklärt. Ja. Und wie gesagt, mir hat eigentlich immer so dieser Zeitstrahl gefehlt, bis zu den polnischen Juden, so wie wir sie aus dem Zweiten Weltkrieg meistens kennen, aus dem Geschichtsunterricht oder aus Filmen. Und das davor, also war mir bisher unbekannt. Also von daher wirklich richtig gut gemacht. Tiefer Einblick in die polnische Geschichte. Das ist Weitwinkel. Hauptsache du bist drauf. Weitwinkel. Du weißt hier so. Ja. So, oder so. Guck mal, so. So wie die da vorne. Du kannst dich ja auch mal hier so gegen die Wand legen. So. Weil Menschen ja auch generell so. Komm, wir müssen das doch mal zeigen. Das ist ja ganz witzig. Sich so gegen Wände lehnen. Ich Ja, finde es so absolut. affig. Nichtsdestotrotz, wir lehnen uns jetzt auch mal kurz so gegen die Wand. Wir sind hier nämlich. Arm höher machen. Achso, wir sind jetzt hier nämlich an einem alten Fabrikgelände. Das ist eine alte Eisenwaren- und Haushaltsgerätefabrik. Aber sie haben natürlich in Kriegszeiten auch Kriegswaren hergestellt. Und mittlerweile ist es aber ein Eventbereich, also wird genutzt von mehreren Restaurants. Und die befinden sich jetzt hier alle in den alten Hallen. Die ganzen Wände, die sind noch denkmalgeschützt, aber man hat halt darüber nochmal eine Struktur gebaut. Und ich finde, das ist hier jetzt mitunter auch ganz gut gelungen. Ne? Also der Umgang mit den alten Räumlichkeiten, mit alten Fabrikgeländen, mit alten Mauern und so. Ja. Hier finde ich ganz gut umgesetzt. Vielleicht auch schon wieder ein bisschen zu sehr Disneyland, aber seid mal gespannt drauf, wir zeigen euch das jetzt. Also ich finde es schön, wenn nicht immer alles abgerissen wird und man was von den alten Strukturen erhält. Absolut, Der absolut. Mix macht es. Absolut. Ich habe Hunger. Los geht's. Was gibt's denn bei dir? Das sind marinierte Gurken mit Chili
und irgendeinem Öl und das ist echt lecker. Dann habe ich hier noch so eine gefüllten Brötchen. Kenne ich aus China, sieht aber ein bisschen anders aus. Ist mit Tofu gefüllt. Und bei dir? Ich habe mir einen Masa-Teller geholt. Schatz, wir brauchen noch was zu trinken fürs Kino. Hab ich ja noch nie gesehen. Ehrlich, ich kann das nicht. Was für ein fettes Kino. Denn Susi wollte heute Abend nochmal ins Kino gehen. Und hier in dem Komplex ist auch noch ein Kino. Deswegen haben wir gesagt, das lohnt sich. Ne? Meinst du, die hören uns noch? Es ist gerade so ein Sturm über uns. Es regnet und... In Dolby Atmos, ne? Nicht irgendeine blöde Musik, sondern hier regnet es einfach. Das ist voll geil. Und dann hier diese Sitze. Ey, guckt euch das an hier. Kurz mal locker zurücklegen. Guck mal hier. Mit Tischchen. Du kannst den Tisch auch noch bewegen. Hier, guck mal. So. Und so. Mega. Das ist gut, ne? Auf jeden Fall richtig cool. Und es gibt eine richtige Bar, wo man so seine Klamotten dann halt bestellen kann. Vom Popcorn. Du hattest auf jeden Fall schon Man ein zu merkt viel. schon, dass ich schon irgendwie eingetrunken habe. Verdammt. Ja, wir waren eben nämlich essen und da gab es schon Bier und für mich gab es einen Cocktail und Essen gab es auch, natürlich. Ja, Und jetzt sitzen wir hier im Regenschauer und warten, dass der Film losgeht. so sieht's aus. Ich drehe euch mal. No nie będzie mnie kilka lata, będziemy się bać, skoro i cały świat. Yo, pokłony wszystkich nas powstały z popiołu. Popiół siłą wrócisz, dlatego wiesz, dlatego to tu nucisz, dlatego się brudzisz tym całym światem, panie. Dla mnie to jest niemoralne, to jest wykorzystywanie. Nie chcę być kolejnym szczurem w tych wyścigu szczurów, ale wiem, że ostatecznie będę musiał także. Staram się z tego wyrwać, póki mogę jeszcze, póki jeszcze mam w swojej głowie dużo rzeczy przecież. A więc jadę z tym ponownie. Dzwonię do kolegi sobie i się pytam go na co dzień. Jakie plany mamy, człowiek? Jakie są plany, żeby wyrwać się z tego tak nagle? Jakie plany mamy, żeby pokonać stagnację? Jakie plany mamy, żeby wyjechać się na wakacje? Nie za na kredyty, a za własne jest zarabianie. Jakie mamy pryty, jakie mamy plany? Jakie mamy swoje własne wiraże? Jakie mamy swoje własne wyobrażenia o tym, co nas kiedyś w naszym życiu małym czeka? Gebt uns einen Daumen nach oben, drückt das Glöckchen und abonniert den Kanal. Ich glaube, wir müssen weiter Richtung Himmelblau, denn hier regnet's. Das war's mit Warschau. Ja, 5 Tage waren wir hier. 5 Tage, echt. Also lohnt sich auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht. Wundervolle Stadt. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt weiter. Wir fahren jetzt nach Krakau. Vielen Dank fürs Angucken dieses Videos. Leute, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschö. So, du musst jetzt ins Auto einsteigen. Ja. Ja, ich gehe auch. Tschüss.